Servus. Ja, grüß euch. Ah, seid schon dahin? Ja dann, pfiat euch. Gehst schon? Ma schade. Pfiat. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Doppelt hält besser und zu einem neuen Video. Ihr habt es im Intro schon gehört, heute geht es wieder einmal um unseren Dialekt. Und zwar, wie wir uns eigentlich begrüßen bzw. verabschieden. Aber wie immer, wir können euch nur von unserer eigenen Erfahrung berichten. Das heißt, wir beziehen uns immer auf den Dialekt, mit dem wir aufgewachsen sind. Wenn jetzt aber andere ÖsterreicherInnen zuschauen, dann lasst uns bitte gerne wissen, wie ihr denn in euren Regionen sagt. So, dann starten wir mit den Begrüßungen. Wie würdet ihr jemanden begrüßen, den ihr vielleicht noch nicht kennt? Wahrscheinlich kommen euch Dinge wie Guten Morgen, Guten Tag in den Sinn. Und das sind auch tatsächlich Begrüßungen, die wir sehr häufig verwenden. Etwas häufiger für uns im Gesprochenen ist aber Grüß Gott, das wir im Dialekt Grüß Gott aussprechen. Zum Beispiel, wenn wir eine Gruppe von Leuten treffen, können wir pauschal ein Grüß Gott oder Grüß Gott beinand sagen, das so viel wie Grüß Gott oder Guten Tag zusammen bedeutet. Grüß Gott oder Grüß Gott wird auch vor allem in formellen Situationen verwendet. Wir persönlich sagen in formellen Situationen eher Grüß Gott und nicht Grüß Gott. In informellen Situationen, also zum Beispiel draußen beim Wandern, sagen wir Grüß dich, das heißt Grüß dich zu einer Person, oder Grüß euch, das heißt Grüß euch zu mehreren Personen. Wenn wir eine Person bereits kennen, dann fügen wir sehr oft den Namen hinzu und sagen zum Beispiel Grüß die Oma oder Grüß die Verena. Das machen wir aber nicht bei mehreren Personen. Und wie gesagt, bitte merkt euch, Grüß die und Grüß euch verwenden wir in informellen Situationen. Was ihr sicher schon einmal gehört habt, ist das berühmte Servus, das wir aber wie Servus aussprechen. Servus ist zum Beispiel unter Freundesgruppen eine beliebte Begrüßungsform. Servus, Servus, Grüß dich. Und wir persönlich verwenden oft auch noch ein Ja vor der Begrüßung. Also zum Beispiel würden wir sagen, Ja Grüß dich oder Ja Servus. Damit drücken wir entweder aus, dass wir ein bisschen überrascht sind, die Person zu sehen, oder dass wir uns eigentlich sehr freuen, die Person zu sehen und das einfach noch ein bisschen verstärken möchten. Für uns persönlich ist aber einfach ein kurzes Hi oder Hallo auch eine ganz normale Begrüßungsform. Also zum Beispiel Hi Nati oder Hallo Mama. Kommen wir jetzt noch zu den Verabschiedungen. Wie war das noch einmal im Intro? Im Intro haben wir diese zwei Sätze zur Verabschiedung verwendet. Gehst schon? Schade. Pfiat. Ah, seid schon dahin? Ja dann, tschüss. Das sind typische Sätze, die wir in unserer Familie verwenden. Der erste Satz heißt so viel wie Gehst du schon? Schade. Tschüss. Tschüss als Verabschiedung verwenden wir auch sehr oft. Pfiat ist einfach eine Alternative dazu. Also um uns von einer Person zu verabschieden, sagen wir Pfiat. Das Die am Ende von Pfiat kennen wir schon aus dem Grüß dich. Und natürlich gibt es hier auch noch eine Form für den Plural. Die haben wir in dem zweiten Satz verwendet und der zweite Satz heißt so viel wie Seid ihr schon am Gehen? Na dann, tschüss. Und hier verwenden wir als alternative Form für das Tschüss das Pfiat euch und der zweite Teil euch deutet eben an, dass wir uns von mehreren Personen verabschieden. Eine beliebte und bekannte Verabschiedung ist das Baba, das so viel wie Tschüss bedeutet. Oft hören wir das kombiniert mit Tschüss, also eigentlich verwenden wir dann eine doppelte Verabschiedung. Baba, Tschüss.
Wir können übrigens auch unser Servus von vorhin zum Verabschieden verwenden. Da könnten wir zum Beispiel sagen, ja dann, bis nächste Woche, Servus. Oft werdet ihr aber ganz einfach das bekannte Ciao oder Tschüss hören. Da ziehen wir oft die Vokale bzw. den Umlaut ein bisschen in die Länge und zwar Tschüss, Ciao. Um euch zu zeigen, wie wunderbar vielfältig das Deutsche ist, haben wir jetzt noch eine Übersicht der Grußformeln, die wir in der Dachregion zur Verabschiedung verwenden können. Wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was die Dachregion ist, dann schaut euch gerne dieses Video zum Wort des Jahres 2020 an. In diesem Video erklären wir das ganz genau. Wie ihr hier sehen könnt, sagt man in Österreich zur Verabschiedung unter Freunden vorwiegend Pfiat. Baba hören wir auch oft, aber vor allem im Osten Österreichs, zum Beispiel in Wien oder auch in Südostösterreich. Servus in Rot sagt man laut dieser Karte in dieser Region, aber wie gesagt, das kann zum Teil von Familie zu Familie unterschiedlich sein. Diese Karte hilft euch einfach nur, einen besseren Überblick zu bekommen. Tschüss in Blau und Ciao in Rosa, wie ihr hier seht, sind sehr weit verbreitete Verabschiedungsformen. Wir sagen das in Deutschland, in der Schweiz und auch in Österreich. Wenn ihr euch andere Versionen zur Verabschiedung, wie zum Beispiel die formellere Verabschiedung anschauen möchtet, dann findet ihr den Link zu dieser Seite unten in der Videobeschreibung. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie wir uns begrüßen und verabschieden. Was war euer Favorit? Welche Grußformel gefällt euch am besten oder am schlechtesten? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wir hoffen auf alle Fälle, dass es euch wieder Spaß gemacht hat und dass ihr etwas lernen konntet. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wie immer, nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß. Pfiat euch!